Ratet mal, wer mal wieder seine Hautbarriere über den Jordan geschickt hat. Naja, jedenfalls fühlt sich meine Haut aktuell etwas gereizt an und wie ihr unschwer erkennen könnt, sind auch stellenweise Rötungen vorhanden. Es sind stellenweise Entzündungen entstanden, um die ich mich explizit kümmern möchte. Aber bevor ich euch zeige, was ich genau benutze, möchte ich euch natürlich erläutern, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Denn ich weiß ganz genau, warum das passiert ist, und ich möchte selbstverständlich nicht, dass ihr die gleichen Fehler wie ich macht, die ich natürlich komischerweise immer wieder mache, aber ich bin halt auch nur ein Mensch und probiere gerne Dinge aus und vergesse manchmal Dinge. Ich habe beispielsweise vergessen, dass ich bald meine Periode bekomme, und in der Phase kurz vor meiner Periode verhält sich meine Haut einfach anders. Deswegen kann ich auch empfehlen, dass ihr euren Zyklus trackt und schaut, wie sich eure Haut verändert, was da passiert und so weiter und so fort und wie ihr sie am besten unterstützen könnt, damit man eben solche Sachen zumindest minimieren kann. Also gänzlich verhindern kann man es nicht, weil hormonelle Schwankungen ja auch dazugehören. Ich bin auch eine dieser Personen, die sich mit ihrem Gesicht unter die kochend heiße Dusche stellt. Zumindest ist laut meinem Freund das Wasser, was ich immer verwende, kochend heiß, auch wenn ich für uns eine Badewanne aufgieße und da bereits eine halbe Stunde drin sitze, steht mein Freund immer noch draußen und traut sich nicht rein, weil das Wasser so heiß ist, und ich glaube ihm das auch, weil ich es eben selber weiß, dass es sehr heiß ist, aber ganz ehrlich, ich merke da gar nichts mehr und ich liebe einfach diese wohlige Wärme. Aber wie ihr sehen könnt, wenn man nicht so drauf achtet, können eben solche Dinge passieren, und das ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren. Also es ist jetzt nicht nur die Tatsache, dass ich zu heiß dusche oder zu heiß bade. Dann hatte ich auch meinen Standardreiniger nicht mehr unter der Dusche, weil ich kürzlich in Tschechien war und vergessen habe, den aus meiner Kosmetiktasche mit reinzunehmen. Also habe ich jetzt die letzten Tage immer nur so ein Waschgel benutzt und super heißes Wasser plus Waschgel plus die Tatsache, dass ich mich kurz vor meiner Periode befinde, hat einfach dazu geführt, dass meine Hautbarriere angegriffen wurde. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch jetzt einfach, was ich genau mache, wenn meine Hautbarriere strapaziert ist. Und das lässt sich natürlich jetzt nicht auf alle Personen übertragen, aber es ist eine Vorgehensweise, die mir zumindest geholfen hat. Ich habe eine fettarme Haut, eine super empfindliche Haut, eine allergische Haut, und wie gesagt, durch die jahrelange Erfahrung weiß ich einfach, wie ich jetzt damit umgehen soll. Und das allererste, was ich tue, ist, mich um die entzündlichen Stellen zu kümmern, die schon stellenweise eitrig sind. An manchen Stellen ist der Eiter schon wieder fort. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu viel Information und nicht zu eklig, aber um die Stellen kümmere ich mich jetzt, weil da hilft jetzt auch nicht, da irgendwie vorsorglich irgendwelche Sachen drauf zu schmieren, die antientzündlich wirken, da ihr ja auch erkennen könnt, dass sie hier schon über dieses Stadium hinaus sind. Von daher geht es jetzt einfach nur darum, diese Stellen sauber zu halten und ja, dann nicht mit den Fingern dran rumzupopeln, vor allem wenn man mit der Skin Picking Disorder zu tun hat, so wie ich. Ach so, ich habe übrigens einfach so ein Wattestäbchen genommen und das mit Hautdesinfektionsmittel benetzt. Und ja, gehe jetzt so ein bisschen lokal über diese entzündeten Bereiche. Ich lasse das jetzt kurz sitzen und darüber trage ich dann diese kleinen Patches auf. Die sind von Skinfood und wirklich, wirklich großartig. Die bekommt ihr auch bei YesStyle. Ich muss sagen, das sind bisher die besten
Pickel-Patches, die ich jemals getestet habe. Also ich habe ein paar Pickel-Patches getestet von unterschiedlichen Marken und die mag ich besonders gern, weil sie einfach relativ günstig sind und man verschiedene Größen bekommt, sie gut haften und sie sogar so gut haften, dass man ohne Probleme Make-up darüber auftragen kann. Und je nachdem, wie groß die Stelle ist, suche ich natürlich auch den Patch aus. Ehrlicherweise benutze ich gar nicht so viele Hautpflegeprodukte, wenn es darum geht, meine Hautbarriere wieder aufzubauen. Denn mein Motto bei diesem Thema ist, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Denn wenn ich jetzt irgendwelche krassen Actives auf mein Gesicht draufknallen würde, wie zum Beispiel Ascorbinsäure, Glykolsäure, Salicylsäure, mechanische Peelings oder hohe Konzentrationen an Niacinamid oder irgendwelche Retinoide, dann würde meine Haut nur noch mehr ausrasten, denn wir wollen sie ja nicht zusätzlich belasten, sondern ich will ja, dass die Hautbarriere wieder so weit aufgebaut wird, dass meine Haut mit solchen Actives wieder klarkommt. Von daher habe ich diese zwei Hautpflegeprodukte aktuell in Verwendung, wenn es darum geht, meine Hautbarriere aufzubauen. Und zwar einmal den Bart Sarah Intensive Barrier Toner, den bekommt ihr bei YesStyle. Da habe ich auch aktuell Nachschub bestellt, weil der Toner momentan auch im Angebot ist. Und wenn ihr meinen YesStyle Rabattcode verwendet, dann bekommt ihr on top noch ein kleines bisschen Rabatt. Und dieser Toner fühlt sich super angenehm auf der Haut an. Er ist nicht zu schwer, nicht zu fettig, aber zeitgleich beruhigend und enthält eben barriereunterstützende Inhaltsstoffe. Und den trage ich jetzt einfach auf mein Gesicht auf, aber spare selbstverständlich die Patches aus. Was ich aber auf gar keinen Fall will, ist, dass die Haut komplett durchnässt ist. Denn das bedeutet, dass die Hornschicht aufquellen kann, was wiederum scheiße für die Hautbarriere ist. Und deswegen gehe ich da wirklich nur ganz sanft mit dem Toner drüber, so dass es sich angenehm anfühlt, dass es sich leicht feucht anfühlt, aber nicht komplett durchnässt. Darüber kommt die Purito Oat-In Intense Cream. Die liebe ich. Die ist wirklich, wirklich großartig. Ist eigentlich eher eine Basic Creme mit Hafer drin. Hafer ist einfach ein Inhaltsstoff, der meiner Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Alle fahren ja momentan irgendwie total auf Ceramide ab, aber es gibt neben Ceramiden so viele andere tolle Substanzen, die die Hautbarriere unterstützen können und ja, die auch reizlindernd wirken können. Und Hafer ist einer davon. Also meine Haut fühlt sich deutlich besser an, weniger gereizt. Sie spannt auch nicht mehr so krass in bestimmten Bereichen. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass irgendwie was Öliges aufliegt oder dass zu schwere Produkte aufliegen. Denn das ist mir auch besonders wichtig, weil ich gemerkt habe, dass sich zu krass filmbildende Produkte, zumindest wenn meine Hautbarriere strapaziert ist, negativ auf meinen Hautzustand auswirken. Von daher funktioniert für mich diese Kombi richtig, richtig gut. Was das Thema Reinigung und Sonnenschutz betrifft, möchte ich noch mal ganz kurz differenzieren. Wenn ich Probleme mit meiner Hautbarriere habe, greife ich im Allgemeinen auf Ölreiniger zurück und nicht auf Waschgele, weil ich festgestellt habe, dass es völlig bums ist, ob ein Waschgel besonders sanft ist. Es ist meiner Hautbarriere in dem Moment total egal. Es trocknet extrem meine Haut aus, strapaziert meine Hautbarriere und ich merke dann auch, dass meine Haut damit nicht ganz so gut zurechtkommt, wenn die Hautbarriere strapaziert ist. Von daher lasse ich all meine Waschgele in diesen Fällen links liegen und greife immer auf Ölreiniger zurück, weil ich einfach festgestellt habe, dass das für mich am besten funktioniert. Und da benutze ich tatsächlich immer mein eigenes Reinigungsgelee, weil ich mich darauf verlassen kann, weil ich weiß, was drin ist und weil ich das natürlich auch mitentwickelt habe und weiß, dass es für meine Haut sehr, sehr gut funktioniert und dass meine Haut, selbst wenn die Hautbarriere strapaziert ist, sehr, sehr
gut damit zurechtkommt. Das benutze ich dann tatsächlich immer abends und frühs verwende ich gar keine Reinigung, weil meine Hautpflegeroutine halt super minimalistisch ist. Das heißt, da bleibt nicht sonderlich viel auf meiner Haut zurück, wenn ich früh aufgestanden bin. Oder aber, wenn ich merke, dass es so langsam bergauf geht, dann greife ich einfach auf einen Toner und ein Wattepad zurück, um so Überreste der Nacht mechanisch zu entfernen. Das kontroverse Thema ist dann wohl UV-Schutz, also Sonnencreme bzw. Tagescreme mit integriertem Lichtschutzfaktor. Und ich persönlich reduziere die Verwendung von UV-Schutz, wenn es meiner Haut nicht gut geht. Also wie ihr gesehen habt, reduziere ich ja allgemein meine Hautpflege und schaue, was meine Haut überhaupt ab kann. Aber ich musste einfach feststellen, wenn meine Hautbarriere stark strapaziert ist, dann verträgt sie auch Sonnencremes nicht ganz so gut. Jetzt ganz unabhängig davon, ob es mineralische Sonnencremes sind oder Sonnencremes, die organische UV-Filter enthalten, wobei ich sagen muss, dass ich zumindest das Gefühl habe, dass meine Haut in solchen Situationen mit mineralischen Sonnencremes etwas besser klarkommt. Aber auch da gibt es Unterschiede. Von daher will ich jetzt nicht verallgemeinern. Und dennoch, wenn es meiner Haut wirklich gar nicht gut geht, also sagen wir mal, ich habe eine allergische Kontaktdermatitis, alles voll mit Pusteln, Juckreiz und so weiter und so fort, dann benutze ich gar nichts. Ich benutze keinen UV-Schutz, ich benutze keine Hautpflege, sondern ich werfe mir meine Medikamente ein, ich schmiere meine medizinische Salbe auf meine Haut und dann warte ich, bis das Ganze komplett abgeheilt ist. Und das kann zum Teil leider Wochen dauern. Und da solche Dinge einfach super individuell sind, kann ich nur aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen und möchte das keinesfalls verallgemeinern. Von daher könnt ihr selbstverständlich unten in die Kommentare schreiben, welche Routinen ihr pflegt, wenn eure Hautbarriere strapaziert ist, was ihr dann macht, was ihr weglasst oder worauf ihr achtet, damit wir uns einfach nochmal in der Community austauschen können. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!